Ob ein Auto zerkratzt ist oder glänzt, das können wir natürlich sehen. Aber es gibt auch objektive Faktoren, mit denen man messen kann, ob ein Auto glänzt bzw. ob es zerkratzt ist. Und wem Glanz und Glanzschleier oder auch das Wort Haze nicht sagt, der ist jetzt bestens beraten, dran zu bleiben. Die Firma Dr. Wack mit einem super spannenden Vortrag zum Thema Glanz, Glanzschleier und wie man überhaupt diese beiden Dinge erzeugt bzw. vermeidet. Viel Spaß. Hallo, ich bin der Recep von Dr. Wack Chemie. Ich bin verantwortlich für das Produktmanagement und für das Marketing bei uns. Unser YouTube-Star ohne Star-Allüren bei uns in der Firma. Pauli, stell dich mal vor. Mein Name ist Hartmut Hauber, ich bin bei der Firma Dr. Wack Chemie Leiter der Anwendungstechnik und wir wollen uns jetzt mal ein paar interessante Themen miteinander anschauen. Genau. Also Haubi, was haben wir vorbereitet? Wir haben 3 Experimente, Richtig? 3 Themen und wollen uns das Thema Optik. Wie bewertet man Optik? Wie kann man auch das Thema Optik, Glanz messen? Dann haben wir das Thema Hydrophobie. Ja. Und wir haben noch das Thema Materialverträglichkeit. Genau. Und damit das nicht eine einseitige Geschichte wird, haben wir uns etwas Spezielles ausgedacht. Wir würden gerne nämlich 2 aus dem Publikum nach vorne bitten. Und diese 2 Personen dürfen gegeneinander antreten bei den diversen Experimenten, sprich, wir machen nichts, ihr habt die Arbeit und wir haben dann alle gemeinsam Spaß. Es gibt auch was zu gewinnen, also es lohnt sich, hier nach vorne zu kommen, nämlich eine Pflegetasche von Dr. Wack. Die Tasche ist natürlich nicht leer, sondern da sind Produkte drin und für den Zweitplatzierten gibt es auch einen schönen Trostpreis, also der geht auch nicht ganz leer hier von der Bühne. So. Wer möchte denn teilnehmen? Genug vorgestellt, ich brauche jetzt 2 Freiwillige. Ihr 2? So, hier? Ja, super. Applaus. Nee, okay. Ja, jetzt haben wir 3 Leute. Okay. Okay, ja. Ja, zu viele Köche verderben den Brei, sagt man. Wo ist das Mikro? Okay, Moment. Mariusz. Alex. Alex, okay. Alex, notieren wir mal die Moment. Namen. Also hier werden die Duellergebnisse dann dokumentiert. Ich schreibe jetzt mal Alex. Mario, schreib du bitte deinen Namen. Okay, SZ. So, bevor wir jetzt starten, müssen wir einen kleinen Test vorbereiten und dazu schauen wir mal hier nach hinten. Wir haben also hier Ich komme mal zur vorbereitet 3 Felgenreiniger und einen Insektenentferner. Ihr könnt auch gerne etwas nach vorne kommen, weil die Teile sind sehr klein und handlich, damit ihr es auch besser dann sehen könnt. Kommt ruhig nach vorne, genau. Das ist ein bisschen kuscheliger. So, ich habe hier unbehandelte blanke Aluminiumstreifen. Ja? Und wir werden jetzt jeden Aluminiumstreifen in einen dieser Reiniger eintauchen. Wir haben 3 Felgenreiniger und einen Insektenentferner hier in den Behältern. Wir werden dann später darauf zurückkommen, werden uns dann mal anschauen, was hier passiert und werden dann auch noch verschiedene Messungen durchführen, aber dazu kommen wir später. Das lassen wir jetzt so und in der Zwischenzeit beginnen wir mit dem ersten Battle. Genau, so. Was noch wichtig ist, Mariusz, du bekommst so ein Set. Alex, du bekommst auch so ein Set. Alex, komm bitte zu mir auf die Seite. So. Unser erstes Battle, vielleicht gehst du an den Laptop. Ja. Wir beginnen jetzt mit dem Thema Optik. So, jetzt schauen wir doch mal auf den Bildschirm. Wir haben jetzt hier 2 Lackplatten, A und B. So, die Frage ist, wo ist der Glanz höher? Bitte auf der Tafel notieren, am besten nicht abschauen lassen. Wo ist der Glanzwert höher, A oder B? Vielleicht nochmal hinschauen. Dürft ihr auch gerne selber mitraten. Bitte schön. Okay. Dann A oder B? Wo ist der Glanz höher? Seite A oder Seite B? Er schreibt einen Roman. Okay, ja gut. Okay, dann lösen Moment, stopp. Wir zeigen mal in das Publikum. Was hast du, Mariusz? Kein Unterschied. Alex hat Seite A. Oh ja, tatsächlich. So, der Mariusz hat hier genau richtig getippt. Wir sehen ja hier, Haubi, was sehen wir hier? Also wir sehen ja, dass optisch wohl ein Unterschied da ist, ja, aber der Glanz zeigt den gleichen Wert. Ja. Also das heißt, der Unterschied ist über eine Glanzmessung nicht wahrnehmbar. Ja. Und jetzt ist die Frage, was macht denn jetzt dieses optische Bild aus? Ja?
bevor du weitermachst, wir müssen den ersten Punkt vergeben. Der erste Punkt geht an Mariusz. So. Genau. So, was ist denn jetzt der Unterschied hier? Bevor wir einsteigen, sollen wir vielleicht noch mal erklären, was Glanzschleier ist Glanz? können wir ruhig uns anschauen, was der Unterschied ist. Wir sehen also, dass, wenn man den Glanzschleier misst, dass hier deutliche Unterschiede da sind. Ne? Das heißt, diese Trübung und dieses verschwommene Bild, das Spiegelbild auf der Lackoberfläche, kommt also in erster Linie durch den Glanzschleier und ist über den Glanz nicht zu erfassen. Das bedeutet also, ein Polierergebnis oder ein Ergebnis einer Lackaufbereitung muss man also nicht nur den Glanz betrachten, sondern auch immer den Glanzschleier. Nur das spiegelt das Ganze wider. So, was ist denn jetzt aber Glanzschleier, Haubi? Das wollen wir uns mal hier anschauen. Ja. Nehmen wir mal an, wir betrachten unsere Lackoberfläche unter dem Mikroskop. Ja. Dann sieht die Oberfläche so aus. Nicht glatt, wie man meint, sondern rau, durch Mikrorauigkeit. Ja. Und das soll jetzt mal unser Auge sein. Ein Künstler, der Haubi. Und Glanz entsteht, wenn die Oberfläche im exakt gleichen Winkel das Licht reflektiert. Das nimmt das Auge als Glanz wahr. Je mehr Reflexion das Auge wahrnimmt, umso höher ist der Glanz. Ja, das ist also, so funktionieren auch die Glanzmessgeräte. Das ist aber jetzt nicht alles, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel polieren, ja, dann nehmen wir, nein, Entschuldigung, ich muss noch eins vorausstellen. Was ist jetzt, wenn eine Oberfläche noch matter ist? Ja? Dann ist es also so, der Lichtstrahl trifft hier auf und wird in diese Richtung abgelenkt. Das Auge nimmt diese reflektierte Lichtmenge nicht mehr wahr, der Glanz ist niedriger. Ja? Darum, durch zunehmende Verwitterung geht der Glanz nach unten, weil einfach die Lichtreflexion nicht mehr optimal stattfindet. Und so geht der Glanz nach unten. Wenn wir polieren, dann glätten wir ja den Lack. Das bedeutet, wir nehmen hier die Spitzen weg. Und das bedeutet wiederum, das Licht wird wieder optimal reflektiert. Heißt, durch das Glätten habe ich mehr Lichtreflexion, der Glanz geht nach oben. Jetzt haben wir aber auch gesehen, dass der Glanzschleier auch eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt ist die Frage, was ist der Glanzschleier? Der Glanzschleier entsteht, wenn Licht auf die Oberfläche auftrifft und nahe der Hauptrichtung gestreut wird, sodass auch das Auge diesen Lichtanteil zusätzlich wahrnimmt, aber nicht in der optimalen Reflexionsrichtung, sondern als Streulicht. Und das sorgt dafür, dass das Bild nicht gestochen scharf ist, sondern verschwommen. Heißt, für eine optimale Lackpflege muss der Glanz möglichst hoch sein und gleichzeitig der Glanzschleier niedrig. Haubi, wir haben eine Frage. Wie ist das denn bei Metallic Lack? Da werden ja durch die Partikel die Lichtstrahlen in alle möglichen Richtungen. Bei Metallic Lack. Wir haben hier ausschließlich die Klarlackschicht. Der Metallic ist da drunter. Hat also mit diesen Effekten nichts mehr zu tun. Ja, das ist richtig. Bei Metallic geht es halt dann hier auch, das ist dieser Effekt, aber diese Trübungen und der Glanz und Glanzschleier, der findet ausschließlich auf der Oberfläche statt. Weil diese Metallic-Flitter, die reflektieren Licht, das ist richtig, so sind sie auch erkennbar, aber Thema Glanz und Glanzschleier findet immer nur auf der obersten Schicht statt. Das zum Thema Glanz. Genug Theorie, jetzt muss poliert werden. Genau. Wir haben eine Lackplatte vorbereitet, das ist auch schon unser nächstes Duell. Wir haben 2 Seiten. Mariusz, Alex, ihr dürft dann jeweils auf einer Seite polieren. Wir messen den Glanz vorher und den Glanzschleier vorher. Und es gibt jeweils einen Punkt für die höchste Glanzsteigerung und einen Punkt für die höchste Glanzschleierreduzierung. Jo. So. Recep, du gehst ans Flipchart. Genau. Bevor wir anfangen, wollen wir aber Kopf oder Zahl spielen, wer auf welcher Seite anfangen darf und wer polieren darf. Kopf, Zahl. Zahl. Alex darf beginnen. Du suchst dir die Seite aus.
Also, Alex rechts. Wir haben also hier ein Glanzmessgerät, das Glanz und Glanzschleier misst. Ich mache jetzt 5 Messpunkte und dann notieren wir uns den Mittelwert aus diesen 5 Messpunkten. 51,2 beim Glanzschleier Ja. und 67,3 beim Glanz. 67,3. Beim Glanz. So. So, Alex. Ich dosiere dir jetzt 1,5 Milliliter hier auf die Fläche. Jeder kriegt die gleichen Menge. Dann kann keiner sagen, er ist benachteiligt. Das ist der Schwamm dazu. Und jetzt, Moment, wir polieren jetzt 30 Sekunden. Auf die Plätze, fertig und los. Kleine kreisende Bewegung, gibt ein paar Tipps. Der Alex legt los wie die Feuerwehr. So. Jawohl. 15 Sekunden sind vorbei. Ja, wackelt alles. Das ist Einsatz. 20. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. So. Jawohl, sehr gut. Jo. War das eine gute Technik, Haubi? Was sagst du? Ja, er hat am Anfang etwas grob, aber dann ist immer besser geworden. Jetzt darfst du auch noch auspolieren, damit du dich auch überzeugen kannst, dass das wirklich sehr leicht geht. So, das erste Ergebnis. Der Glanzschleier ist runter auf 37,0. 37,0. Der Glanz ist bei 85,0. 85,0. Moment. Nicht Ich muss mir die schlecht. Differenz schnell ausrechnen. Ja, 14,2 Einheiten. mach dich bereit und Ich gehe nochmal hier hin. los. Okay. Kleine kreisende Bewegungen. Genau. Gute Technik. Es wird knapp. 15 Sekunden haben wir schon. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Du darfst auch auspolieren. Der Glanzschleier ist bei 37,5 37,5. und wir haben einen Glanz von 83,3. 83,3. So, also wir haben beim Glanz, Alex hat die größere Steigerung erzielt. Der Punkt geht an Alex beim Glanz. Beim Glanzschleier konnte der Mariusz den Glanzschleier stärker reduzieren. Also geht der Punkt beim Glanzschleier an Mariusz. Es ist eine Punkteteilung. Okay. Alex ein Punkt, Mariusz der zweite. Also Mariusz ist aktuell in Führung. Gut. Das Thema Glanzschleier haben wir jetzt soweit erledigt. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema Hydrophobie. Genau. Genau. Dazu haben wir auch ein kleines Battle vorbereitet, beziehungsweise Hydrophobie. Man kennt das Beading, Sheeting. Ja, und wir wollen vielleicht mal genauer darauf eingehen, was denn Beading, Sheeting heißt. Vor allem das Thema Sheeting, Beading wollen wir uns mal genauer anschauen. Und Beading kann man auch messen, das werden wir nachher auch machen, aber ich möchte mal kurz erklären, wie man eine Randwinkelmessung durchführt. Wir stellen uns wieder unsere Lackfläche vor. Machen wir zweimal die Lackfläche. Ja. Und man kennt ja das von Lackpflegeprodukten oder wenn eine Hydrophobie nicht toll ist, dann schaut der Tropfen in etwa so aus. Ja. Und ein optimaler Tropfen, der schaut so aus. So. Oben würde man sagen, naja, Wachs ist am Ende. Unten würde man sagen, Wachs ist sehr gut. Und man kann ja auch einen Randwinkel messen. Und das kann also unser Gerät auch. Ja. Und was ist der Randwinkel? Wir bestimmen quasi hier an diesem Kontaktpunkt die Tangente und messen diesen Winkel. Und wenn wir das hier unten ansetzen, dann ist der Winkel eben entsprechend deutlich größer. Und über diese Kontaktwinkelmessung kann man also eine Aussage treffen, ob ein Wachs gut ist oder schlecht ist und wie gut so eine Hydrophobie
ist, weil der Tropfen mit dem Randwinkel, die Tropfenform mit dem Randwinkel zusammenhängt. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also das heißt, man kann das mit dem Auge auch schon sehen, ob ein Schutz vorhanden ist auf dem Lack, aber man kann es auch messen. Richtig. Genau. Wir haben jetzt das Thema Materialverträglichkeit. Hobby, vielleicht erklärst du, was pH-Wert, pH-Skala ist auf dem Flipchart? Ja, also pH-Wert ist im Grunde ein Maß für den Säuregehalt. Es gibt also eine pH-Wertskala. Der Mittelwert liegt bei 7. 7 ist neutral. Ja, und diese pH-Wertskala geht also in Richtung nach unten bis auf 0. pH 0 heißt sauer, stark sauer. Und es gibt den pH-Wert von 14. Das ist stark alkalisch oder basisch. Und alle Reiniger bewegen sich irgendwo in diesem Bereich. Ja. Und wir haben jetzt mal hier verschiedene Produkte, Felgenreiniger und Insektenentferner hier dastehen. Und ich bitte euch mal, sich die anzuschauen. Genau. Also Marius, Alex, wo seht ihr aktuell einen Angriff? Das ist jetzt noch kein Duell, einfach mal sehen. Also hier haben wir einen Angriff. Hier, ja. Man sieht, das Aluminium wird angegriffen. Ich sage es auch mal kurz hier. Hier sieht man nichts, oder? Genau. Ja. Auch hier. So, wie lautet jetzt die Challenge? Wir machen einfach mal wahllos. Wir haben 4 Kärtchen. Da steht einmal pH hautneutral. Was ist pH hautneutral vom pH-Wert, Haubi, ungefähr? 5,5. Wir haben einmal säurehaltig. Was ist das für ein Wert? Alles zwischen 0 und 7. Oder sagen wir mal, richtig säurehaltig spricht man eigentlich von pH-Werten 2 bis 0. Genau. Und wir haben einmal säurefrei respektive alkalisch. So, die Challenge ist, Marius, du gehst am besten auf die Seite, Alex, du bleibst auf der Seite. Ihr ordnet jetzt zu, was schätzt ihr, welcher Reiniger welchen pH-Wert hat. Bitte einmal verdeckt. Und pro richtiger Zuordnung gibt es einen Punkt. Ihr ordnet es zu und danach messen wir den pH-Wert und dann schauen wir uns an, wer wo richtig liegt. Die Würfel sind gefallen. So, und jetzt wollen wir nachmessen. Jetzt schauen wir mal, was wir da an pH-Wert rauskriegen. Vorher So, schauen wir uns nochmal... Ich würde hier vorne anfangen. Ja, vorher nehmen wir mal die So, ich drehe Plättchen mal raus. Also der Alex hat pH hautneutral und der Marius hat pH neutral. Wir hatten ja gesagt, pH hautneutral hat ungefähr einen Wert von ca. 5. So, wir haben hier einen pH-Meter. Mit dem kann man also dann den pH-Wert messen. Das spülen wir vorher mal in Wasser. So, erste Messung. Wir haben einen pH-Wert von 5,3, also im Bereich von 5,5, das ist pH hautneutral. Das heißt, der Punkt geht hier an Alex. So, Jetzt kommen wir zum zweiten. ich schiebe das mal nach vorne. Beide haben säurehaltig. Sieht man, deutlicher Angriff. So, Was wäre säurehaltig für ein pH-Wert? Ungefähr 0, oder? Haubi? ja. Oh ja, wir sind hier bei 13, also der ist alkalisch. Der ist alkalisch, also nicht säurehaltig. Nicht säurehaltig. Kein Punkt für Leider beide. kein Punkt. So, wir schauen uns das nächste an. Du hast pH neutral, du hast pH hautneutral. Angriff ist nicht zu erkennen. So, wir haben jetzt einen pH-Wert von 7,4, der fällt aber noch deutlich nach unten. Also das ist der pH-neutrale Reiniger. Punkt geht an Alex. Oh, Alex führt jetzt 4 Alex zu zieht 2. davon. Zieht davon. So, unser letzter Reiniger. Es wird jetzt nicht besonders schwer.
auch Angriff. Das müsste ja dann der säurehaltige sein mit einem pH-Wert von 0. Was haben wir hier? Säurefrei, alkalisch. Säurefrei, alkalisch, also keinen Punkt für beide. So, also hier säurehaltig, hier alkalisch. Säurefrei, alkalisch, theoretisch könnte man säurefrei draufschreiben, weil keine Säure drin. Aber für Aluminium ist sogar der alkalische Reiniger deutlich, deutlich schlimmer. Das heißt deutlich schlimmer, also beide sind schlimm. So, jetzt sind wir aber noch nicht am Ende, sondern jetzt kommt die nächste spannende Geschichte. Wir nehmen jetzt mal die beiden Reiniger, die keinen Materialangriff auf Aluminium verursacht haben, das sind die beiden, und machen einen weiteren standardisierten Materialverträglichkeitstest. So, das ist der pH-neutrale und das ist der pH-hautneutrale Reiniger. Ich mache jetzt Folgendes. Ich habe hier zweimal ein Filterpapier und ich trage jetzt auf Polycarbonatstreifen, die leicht gebogen sind, die Reiniger auf. Dann lassen wir die 1 Minute einwirken und schauen uns dann das Ergebnis an. Wenn ich aufgetragen habe, dann kommt die Quizfrage an euch. Welcher von beiden Felgenreinigern macht Spannungsrisse? Welcher beschädigt quasi das Material? Okay? Einer davon beschädigt das Material. Die Frage ist, welcher? Ist es der pH-neutrale oder der pH-hautneutrale? Einfach dann notieren. Das ist dann jetzt auch der letzte Punkt, den wir vergeben werden. Ja, Marius, was hast du? Der pH-neutrale, beide pH-neutral, okay. Wir werden sehen. Wir warten jetzt 1 Minute ab und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Was sagst du, Haubi, zu pH-neutralen Reinigern? Weil oft ist ja so, pH-hautneutral, pH-neutral. Man verbindet ja, du bekommst ja ganz, ganz viele Anrufe mit dem Thema pH-neutral. Ja. Ich habe einen neutralen Reiniger, habe ich damit Materialangriffe. Ja. Kann man dazu irgendwas sagen? Es ist ja so, dass man aufgrund des Begriffs säurefrei nicht automatisch eine komplette Materialverträglichkeit ableiten kann. Das ist das besondere Wichtige. Das werden wir hier dann, denke ich mal, auch sehen. Ja? Der pH-Wert sagt gar nichts aus über eine Kunststoffverträglichkeit, weil der pH-Wert hier völlig irrelevant ist. Hier sind andere Sachen zu berücksichtigen, die einen Kunststoffangriff verursachen können. Welche Art von Tensiden, welche Lösemittel verwende ich? Das sind die gefährlichen Inhaltsstoffe, die einen Reiniger dazu bringen, dass er eben Polycarbonat unter Umständen angreift. Hat also mit dem pH-Wert gar nichts zu tun. Ja? Und ein säurefreier Reiniger ist nicht automatisch völlig harmlos für sämtliche Materialien. Wo haben wir Polycarbonat an den Autos? Scheinwerfer zum Beispiel. Ja? Scheinwerfer sind meistens aus Polycarbonat gefertigt. Ja? Ein ungeeigneter Reiniger auf Scheinwerfer kann also dazu führen, dass die Scheibe reißt und dann ist der Scheinwerfer hinüber. Also das war jetzt der pH-hautneutrale Reiniger. Siehst du irgendwo Spannungsrisse? So. Und das ist der pH-neutrale Reiniger, pH-Wert von 7. Also ich glaube, das ist mehr als eindeutig. Ihr habt ja beide pH-neutral, das heißt, beide bekommen einen Punkt. Aber dadurch, dass ja Alex mit 2 Punkten in Führung war, entscheidet Alex das Duell für sich. Ich gratuliere. Unsere Pflegetasche samt Inhalt für dich. Viel Spaß bei der Anwendung. Ja, wir haben ja gesagt, es gibt noch einen Trostpreis. Ich glaube, den pH-neutralen Reiniger kannst du dann auch zu Hause gebrauchen, oder, Haubi? Ja. Wir brauchen es dann nicht nach Hause mitnehmen. Richtig. Nein. Natürlich bekommst du einen pH-neutralen Reiniger, aber der keine Angriffe verursacht. Okay, vielen Dank und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Theorie kann auch spannend sein, gerade wenn es um die Fahrzeugpflege geht und man die Themen, die man so im Alltag, mit denen man im Alltag zu tun hat, auch mal versteht, warum sie passieren und auch das Thema Materialverträglichkeit und Performance mal ins Verhältnis setzt. Also ein breit gefächerter Vortrag mit Publikumsbeteiligung, war eine lustige Show auf jeden Fall und sehr, sehr informativ. Ich gucke mir das Video auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal an, da waren sehr, sehr viele Infos bei, die mir im Alltag sehr viel weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!